Der Krieg ist so was Unnötiges, das Ganze. Und ein Verbrechen an der Menschheit. Wenn du schaust, wer beschließt den Krieg, wer baut die Waffen und wer macht das ganze Geld und wer muss da noch weg? Der Soldat, der überhaupt nichts zu tun gehabt hat mit dem, was den bewegt. Das ist das Ärgste, weil da so viel mit der menschlichen Würde, so viel Schindluder drin wird. Und das hat der Krieg schon viel besser gemacht. Die Leute auch nicht. Die Leute werden auch nicht besser. Ich habe viel gelernt dabei auch. Menschlichkeit einfach. Und wir waren wirklich richtig brutal. Wenn man denkt, wie viel Köpfe habe ich mit den Füßen da reingehauen, ne? Waren meine Kameraden. Aber der Hunger macht dich wirklich zu einem Grippe als Menschen. Ne? Da denkst du an nichts mehr. Die Jugendzeit, da kann ich sagen, ich war HJ-Führer, ich war Fähnleinführer. Wir haben gesungen, wir sind auf Bayern zu uns nach Österreich gekommen, das waren unsere Kameraden. Wir sind wieder rausgefahren, auch zu den Bayern. Also, wir waren als Junge lustig. Uns hat die HJ an und für sich nichts ausgemacht. Nicht? Wir waren ja überhaupt keine Politiker. Nicht? Wir waren so junge Buben. Nicht? Und wir haben viel gesungen. Wir haben sehr, sehr viel gesungen. Im März 1944 habe ich die Einberufung gekriegt. Ich war bei der Fliegerjagd, habe einen Luftfahrtschein gehabt und habe angesucht, also ich wollte Offizier werden. Nicht? Ich habe schon eingegeben, also ich habe mich freiwillig gemeldet damals und wollte Offizier werden. Bin dann aufgenommen worden in die Luftkriegsschule 2 in Berlin-Gatow. Meine Kameraden, also wenn es irgendwo eine Gaudi oder was gegeben hat, bin ich dabei gewesen. Der einzige Österreicher oder Ostmärker war von alle an und für sich der lustigste von alle. Im Jänner hat es dann auf einmal in der Luftkriegsschule geheißen, aus. Benzin und was haben sie schon nicht mehr gehabt. Dann sind wir alle Fallschirmjäger geworden. Habe ich einen Monat, also im ganzen Februar, Mitte März, eine sehr, sehr harte Fallschirmjägerausbildung mitgemacht. Und dann sind wir sofort am Fang gekommen. Für ein Elternhaus heimgekommen und da ist dann schon die Einberufung für den 5. Februar nach Stockerau. Die hat sehr viel Unterricht gegeben. Und dann ausrücken, marschieren und singen. Damals, das war das einzige Lustige, was man da am Tag erlebt hat. Außer die Gaudi mit den Kameraden. Die Kompanie ist dann abmarschiert worden zur Bahn und nach Richtung Westen. Die Westbahn, das Einzige, was man kennt hat und gewusst hat, da darf überhaupt nichts gesagt werden. Die Vorgesetzten sind verpflichtet, ein bisschen zum Schweigen. Und wie wir dann gemerkt haben, wir kommen schon nach Oberösterreich, habe ich mir bei Haltestelle, wo einmal halten werden, bin ich sofort ausgesehen und habe mir einen Stein besucht, den passenden. Und mit einem Zettel habe ich mir ausgebettelt
habe ich dann meine Familie geschrieben, dass ich da vorbeifahre jetzt und nicht weiß, wohin es geht. Den habe ich dann an den Stein gebunden und habe das in Reduziv beim Vorbeifahren ausgeholfen. Dass ich es auch wirklich gekriegt habe, die haben sofort, haben sie ihnen das Brot, dass sie auch alle so Sachen sind einfach damals ein bisschen Trost gewesen. Ne? Wenn ein Lebenszeichen gekommen ist. Gegen Mitternacht steht Fenster und so viel Schnee waren wir im Polen und haben da aussteigen müssen. Das sind die Zivilisten gekommen. Die Dirnen, die haben dann so rundum gestanden und haben zugeschaut. Ne? Das ist ja klar, Jugend und Presse. Das wird wieder Kosten fertig machen zum Abfahrt. Da sind wir dann in das heutige Weißrussland gekommen. Und dann haben wir halt merken müssen, dass jeden Tag die Unterkünfte weniger gut waren, sagen wir bescheiden. Weniger gut. Dann war es alles kalt. Waren schon kriegsähnliche Zustände. Bis das dann mit dem Zug angekommen war. Dann haben wir aussteigen müssen und marschieren. Bis wir halt ins Kampfgebiet gekommen sind, dann haben wir dann schon, weil wir die Artillerie schießen gehört. Und was, das ist dann schon ein bisschen, dass die ein wenig dämpfend. Da ist so, wird auf einmal nichts mehr geredet. Wir waren alle im 19. Lebensjahr. Ich muss also sagen, heute muss ich sagen, wir waren richtig blöd. Überall, wo es brennt hat, haben sie uns Fahnen in den Anker geholt. Wir haben gekämpft wie der Will. Ich war eine Zeit lang einmal, ich habe ein Motorrad gehabt, da war ich Motorradfahrer in der Einheit. Wir haben einmal die Russen von der Maschine runtergeschossen. Die Maschine war total hin und ich bin sofort in den Straßengang geflogen. Ich habe nur in Wahl einen Splitter drin gehabt, sonst nichts. Ne? Das Glück. Ne? Ich habe weitergekämpft. Ne? Auf einmal heißt der Russe synchron. Und kommt einer ran und sagt dann, bitte hobene Waffen, raus! Und ich hab schon gewusst, ich hab eine Handgranaten aufgeschraubt gehabt und hingelegt und reißt die Granaten raus und wirf's entgegen. Und dann weiß ich nichts mehr. Naja, eigentlich, er hat nur geschossen. Kannst du mir sagen, Glück zwischen der Winterbegleitung, zwischen Arm und Brust ist der Schuss durchgegangen und hat das Weichteil von der Oberarmmuskel durchgeschossen. Aber da hat er Nerven angeschossen, weil nichts mehr gehört. Gut, der ist ich habe nichts mehr gehört, den werde ich auch erwischt haben, weil ich am Handgranaten da aufgeschmissen. Und dann habe ich mich über die Straßen umgewälzt und bin in den Schützengraben wieder zurück. Ich habe ja kein Kind. Nicht? Zurück hinter das Dorf. Und da kommt schon einer von unserer Kompanie, kann mich nicht gut erinnern. Sagt, Franz, was hat's? Ja, mich hat's erwischt. Glück im Unglück habe ich oft gehabt. So. Wir haben in der Tschechei richtig gekämpft. Wir sind am Tag im Wald irgendwo gewesen, haben uns versteckt und in der Nacht haben wir die ganzen Häuser durchgegangen und haben draußen alle erschossen. Das ist
Das war halt im Kampf. Ne? Also wir selber, Soldaten, haben uns ausgemacht gehabt, das ist eine richtige Vereinbarung gewesen, wenn von uns einer angeschossen wird oder was, wird er von uns selber von einem erschossen. Ich weiß noch gut, neben mir, den hat es einmal richtig im Bauch und alles aufgerissen, haben wir erschossen. Ne? Das war von uns alle einvernehmlich, dass wir unseren eigenen Kameraden erschießen. Der hat einen Kopfschuss, also der hat nichts mehr gespürt. Ne? Nach meiner Verwundung bin ich von Osten nach Westen gekommen. Da haben wir noch so einen ansteigenden Landschaft, so Wiesen ist das. Da hat es geheißen, eingraben. 10 Minuten, Viertelstunde haben wir einen Artilleriesegen gekriegt, dass ich ausgetreten habe. Was war? Durchs Eingraben sind die meisten davon gekommen. Einer hat einen Volltreffer gehabt, da brauchst du auch nichts mehr. Und der andere hat auch so ein frisch gefangener, der hat keinen Stahlhelm gebraucht, der hat eine Bestätigung gebraucht, dass er wegen dem Kopf keinen Stahlhelm drum braucht. Das war also was Irrsinniges. Und genau den hat es auch erwischt. Splitter, Genick. Ist auch draufgegangen. Auf die Nacht ist der Ort umstellt gewesen und dann haben sie reingeschrien in den Haus. Raus hier aus dem Schweine, sonst kommen wir runter. Wir haben halt Karabiner zugelernt und sagen, Franz, jetzt ist der Krieg aus. This is a solemn but glorious hour. The designated head of the German state signed the act That the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Ich bin dann in Gefangenschaft gekommen, im Westen. Ein Jahr noch. 46 bis dann endlich in Salzburg entlassen worden. Von Frankreich her. Dann ist das Leben angegangen, das Privatleben wieder. Aber sie sind ja gut gekommen. Alle haben so gute Noten. Und alle sind sehr gut zu mir. Das ist der Haltung für den. Der größte Unsinn, muss ich heute sagen, aber es war so. Ich war Fallschirmjäger. Wir haben es nicht gewusst, dass am 8. Mai der Krieg aus war. Die Tschechen, also die Russen, haben gefeiert, haben geschrien, wie der will. Also da ist eine ganze Kompanie oder 2 Kompanien sind angetreten, die haben mich alle erschossen.
sind auf der Lage, weil wir haben es ja nicht gewusst, dass der Krieg aus ist. Nicht? Und leider, ich bin nach Sibirien, also nach Mias gekommen. Da ist die zweitgrößte Lostautofabrik für die Russen gewesen, Uralsis. Und da habe ich gearbeitet. Ne? Das Blöde war aber, also die Russen waren einmalig deppert. Wir haben ja nur gehungert. Nicht? Ich habe echt 2,5 Jahre gehungert. Bei uns haben sie also alle, ich meine, die Hälfte von uns Gefangenen, die Hälfte Selbstmörder gewesen. Wir haben gehungert wie der will, aber die Russen haben uns Tannennadeln, jeder hat einen Hosensack voll Tannennadeln gehabt. Und wir waren derart verhungert, 2,5 Jahre, jeden Tag um 3, 4 ist jeder munter geworden. Der Larry Magen tut das so weh. Eingegriffen in den Hosensack, Tannennadeln gefressen. Ne? Jeder hat einen Hosensack voll Tannennadeln gehabt. Das war das Einzige, was uns die Russen lassen haben. Es könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Von 45 bis 47 habe ich das gleiche Gewandel Tag und Nacht, überhaupt in der Nacht angehabt. Wir haben uns, da hat es keinen gegeben, von Anfang September bis Ende April nie gewaschen. Weil also es war nicht, es war nicht gegangen. Nicht? Es war alles so kalt dort. Wir sind vielleicht 2, 3 Mal in die Sauna geholt worden. Nichts Elendigeres hat es gegeben, weil nach der Sauna sind mindestens 200, 300 Leute von uns gestorben, weil die Zählung, also wenn die Sauna aus war, sind wir zusammengefahren worden und die Russen haben gezählt. Das hat nie gestimmt. Nicht? Es ist auch klar, wir waren viel selber schuld, auch durch das, dass es so kalt war. Wir sind ja nicht in einem Glied gestanden, sondern alle sind auf einem Haufen beieinander gestanden. Nicht? Die Zählung ist ja jetzt mal schief gegangen. Nicht? Die hat 2, 3 Stunden gedauert. Nicht? Nach der Sauna. Nicht? Jetzt haben die meisten von uns so Lungenentzündung gekriegt. Nicht? Die sind dann alle gestorben. Bei uns war es leider so, also wir sind ungefähr 2 Kilometer von Lager in Torber gegangen und da hat der Deutsche, Lagerälteste oder was, hat angeordnet, die Jungen müssen alle hinten gehen. Ich war überhaupt der Jüngste, aber ich war einer von den Jüngsten. Ich habe alle hinten gehen müssen und die hinten gegangen sind, wir sind ja richtig langsam schon gegangen. Nicht? Die, die hinten gegangen sind, haben es quer übers Kreuz gekriegt. Das war allweil. Nicht? Und da muss ich auch sagen, ungefähr 300, 400 Meter hinter uns sind allweil 20, 30 Wolf. Also ein Rudelwolf ist allweil hinter uns gewesen. Und ich hatte das Glück gehabt, also wenn sie mich zusammengehauen haben, ich hatte 2 Kameraden gehabt, die haben mich aufgeklappt und haben mich mehr oder weniger zurückgehauen. Ne? Aber die liegen geblieben sind, die sind alle von den Wolf gebissen worden. Ne? Die Wolf, die haben alles wissen. Die haben das Fürste, die haben alles wissen. Nicht der Kopf nicht, die sind überblieben. Und die sind bei uns also in Lager zusammengehauen worden auf einen Haufen. Und wir haben Anfang Mai 300, 400 Köpfe eingehoben von unseren Kameraden. Wir waren ja selber derart verroht. Ja, wenn ich heute zurückdenke, echt, wir haben mit den Füßen einen Kopf noch reingehauen. Also ich habe
mal einen russischen Soldaten angegriffen. Wieso, dass die nicht auf die Wolf schießen? Die haben Schussverbot gehabt. Weil die Wolf, die haben unsere Toten gespissen. Das sind nicht der Köpfe. Das ist, die haben kalt und geschrien oder wie der will. Heute noch in der Nacht auf einmal äußeren Wolf. Weiß nicht. Das, leider, das geht nicht mehr aus. Nicht? Das bringe ich nicht mehr an. Weil du, vor lauter Hunger hast du auf überhaupt nichts mehr gedacht. Ich weiß noch oft, weil wir hier und da sind wir auf einen Dachboden raufgekommen und da waren Spinnerinnen. Wir waren alle Kameraden, aber der die Spinnerin zuerst gehabt hat, der hat es gerissen. Nicht? Da hat es keinen Kameraden mehr gegeben, nicht? Weil ja jeder so verhungert war von uns. Nicht? In den 46er Jahren hat bei uns, also zufällig die Baracken, wo ich drinnen war, gebrannt. Der Russ, der Lagerleiter von den Russen, hat gesagt, das hat er Gefangener anzünden. Obwohl bei uns ja niemand der Feuer oder was haben dürfen hat. Und das geheißen, der das anzünden hat, der muss sich melden. Hat sich natürlich niemand gemeldet. Dann haben wir, ich weiß ja noch gut, das war im Februar, sind wir ungefähr 300 Leute draußen zwischen die Baracken gestanden, sind wir zusammen worden. Und noch 8 von uns werden erschossen. Und ich stehe auch unter anderem, auf einmal liegt sie eine Hand auf mich. Ich werde erschossen. Ne? Ich habe einen Schutzengel gehabt. Ein russischer Oberleutnant hat uns erschossen, alle, die anderen auch von mir. Ich war der 4. oder 5. Die anderen hat er ins Knie geschossen und mich hat er ins Herz geschossen. Und ich war damals in der Autofabrik, in der Ölstation, also jeden Tag haben wir den halben Kübel Öl aufgeschüttet. Ich habe alle eine nasse Buffettka gehabt. Und also damals haben wir, das war im Februar, haben wir 57 Grad gehabt. Und der schießt mir ins Herz und die Kugel ist nicht einmal durchgegangen. Nicht, ich bin umgefallen, das ist klar gewesen, auch der Schock. Nicht? Ich bin dann auf Zeiten gerammt worden. Nicht? Und wie es mich am Lastwagen aufgehauen haben, habe ich mich gerührt. Da war ein Deutscher, der rührt sich noch. Und ich bin aufgestanden und bin wieder zurückgegangen. Und ich habe einen kleinen Ritz in den Schulterblatt gehabt. Die Kugel ist nicht durchgegangen. Nicht? War ein einmaliges Glück. Nicht? Die anderen hat der Russe alle ins Knie geschossen. Mich hat er ins Herz geschossen. Zu Weihnachten 47 bin ich heimgekommen. Da war ich total voll Wasser und gesundheitlich total am Boden. Im Spital haben mich die Ärzte untersucht und Nachmittag ist dann der Primar dahergekommen. Da haben sie ihn Befund, dann geben sie den Arzt, den Fangermark, haben sie mich heimgeschickt. Ich habe den Arzt den Befund gegeben, der hat geschimpft, wie er will, auf die Ärzte von Vöckelbruck. Hat der Primar eingeschrieben gehabt, ich sollte daheim stehen. Sie haben mich nicht mehr aufgenommen ins Spital. Und der Arzt in Frankenmark hat mir das Leben gerettet. Der hat zu meiner Mutter gesagt, sie darf mir nur Kartoffeln. Ich habe einen Monat lang oder länger wie einen Monat lang nur Kartoffeln essen dürfen, sonst nichts. Meine Mutter hat alle gewarnt. Also damals war Weihnachten auch
sie haben mir was Gescheites zum Essen geben wollen. Meine Mutter hat darüber gewarnt, nicht? Und ich habe gesagt, Mama, was hast du denn? Ja, wir möchten dir was Gescheites zum Essen geben. Nein, ich habe nur Kartoffeln essen dürfen. Mir hat oft von die Wolf geträumt. Als dort in der Nacht, wie es munter ist, die Wolf, die einen wieder will. Und ich habe richtig einen Zorn da gehabt. Nicht? Wenn ich nicht schlafen kann, weil die Wölfe heim, bin ich meistens ins Wohnzimmer gegangen und habe mit mir Schach gespielt oder was. Und meine Cousine, die ist in Berlin, ist Pflegerin, die hat gesagt, pass auf, du musst dir nur denken, die Wölfe, die haben genauso einen Hunger gehabt, was ihr gehabt habt. Vergun mir, dass die Leute unsere Toten gefressen haben. Jedenfalls, ich bin sehr, sehr zufrieden. Es gibt keinen zufriedenen Menschen wie mich. Ich brauche nicht mehr hungern. Und das ist an und für sich mein ganzes Denken heute. Mensch, ich brauche nicht hungern. Nicht? Wenn ich in der Früh munter wäre, richtig freut mich, Mensch, kein Hunger.